Ja, Leute, wir haben heute hier einen Golf 8R 20 Jahre Edition. Wirklich wunderschönes Auto. Der ist heute hier, weil er sich die NGM-App gönnt. Und wir wollen euch heute einfach mal ein bisschen den ganzen Prozess zeigen, weil das Auto ist Baujahr 2023. Da gibt es auch eine kleine Besonderheit. Und zwar ist hier in dem Fall das Getriebesteuergerät gesperrt, was wir jetzt erstmal unlocken müssen in einem sogenannten Bench-Unlock. Das erkläre ich euch aber nachher nochmal, was das genau bedeutet, weil sonst kann man hier per OBD das Getriebesteuergerät nicht tunen. Genau, Motorsteuergerät geht einwandfrei, das ging auch schon früher, das konnte man eigentlich mehr oder weniger von Anfang an machen. Und ja, da nehmen wir euch natürlich auch mit, dann zeigen wir euch natürlich den ganzen Prozess, wie läuft der Flash ab und so weiter und so fort. Was könnt ihr bei dem Fahrzeug mit der NGM-App alles einstellen? Dann kommen natürlich auch noch 100, 200 Messungen Serie und mit der Stage 1, weil das Fahrzeug hier hat nicht die notwendigen Hardware-Modifikationen, die man braucht, um eben unsere NGM-App Stage 2 zu fahren. Dafür braucht ihr einen Ladeluftkühler und hier bei dem Auto eine ganz wichtige Ansaugung und Inlet. Genau, Downpipe kann hier in dem Fall komplett Serie bleiben. Deswegen heben wir das Auto auch gleich nochmal auf, um euch zu zeigen, was hier die Abgasanlage hat ja eine Acra-Serie drauf und originale Downpipe. Und da will ich auch noch mal ein paar Worte zu erklären, warum es hier bei dem Auto tatsächlich keine Downpipe braucht, um eben die Stage 2 aus der App zu fahren. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich voll in den Prozess rein. Das allererste, was wir jetzt bei dem Auto machen, ist eben diesen Bench-Unlock am Getriebe. Da nehmen wir euch natürlich jetzt zu 100% mit. Wir haben da zwar auch schon mal ein eigenständiges Video an einem Cupra VZ gemacht. Und genau, das ist im Prinzip 1:1 derselbe Ablauf, weil das Getriebe ja auch 1:1 genau baugleich ist. Trotzdem zeigen wir euch das nochmal hier komplett ausführlich und nehmen euch da jetzt einfach mal mit. Also ich habe jetzt hier die Motorhaube schon mal entriegelt. Also wir müssen die Motorhaube aufmachen, weil wir müssen vorne an den Motorraum ans Getriebe direkt ran, damit wir diesen Unlock eben machen können. Das betrifft alle Gen 4 Fahrer, wo die Autos quasi neuer sind als 2022. Also ab 1:22 aufwärts bis mehr oder weniger zum Facelift, weil die Facelifts sind aktuell ja noch nicht tunbar, muss man dann eben diesen Bench-Unlock bei den Getrieben machen und erst dann kann man Schaltzeiten, Kupplungsdrücke und so weiter und so fort und auch die Drehmomentbegrenzung aufheben im Getriebe, was ja hier jetzt im Prinzip elementar ist, damit man halt auch das maximale Drehmoment fahren kann. Für die Leute, die sich die App geholt haben und diesen Bench-Unlock noch nicht gemacht haben, ihr könnt natürlich trotzdem die Stage 1 oder auch die Stage 2 auf eurem Auto fahren. Was letzten Endes passiert, weil wir die Drehmomentbegrenzung bzw. die Drehmomentausgabe von dem Motorsteuergerät nicht verfälschen, bedeutet das einfach, dass euer Getriebesteuergerät bei ca. 460 bis 470 Newtonmeter reinregelt und nicht mehr Drehmoment freigibt. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Stage geben wir bei den Autos 500 Newtonmeter an, da macht euer Auto halt nicht die vollen 500 Newtonmeter, sondern eher 460 Newtonmeter. Wenn ihr dann aber das Getriebe, quasi wie ich es jetzt mache, einen Bench-Unlock, danach nochmal die Getriebesoftware aufspiele, habt ihr auch das volle Drehmoment. In der Stage 2 ja 570 Newtonmeter, also nochmal einen richtig Batzen mehr. Und das merkt man natürlich schon, ob ihr jetzt 460 Newtonmeter habt oder 500 oder aber auch in der Stage 2 570 Newtonmeter. Das ist halt ein riesen Unterschied. Gut, dann starten wir jetzt einfach voll rein. Wir nehmen euch da jetzt Step by Step mit, erklären euch einfach auch nochmal, wie das abläuft und was ihr zu beachten habt. Prinzipiell, bei uns kostet das Ganze, wenn ihr diesen Bench-Unlock macht, 130 €. Ich sag's mal ganz ehrlich, also wenn ein anderer Tuner damit mehr verlangt für als 150 €, dann ist das einfach Wucher. Weil klar, man braucht ein teures Tool dafür, brauchen wir nicht drüber reden, aber von der Arbeitszeit ist es relativ überschaubar. Der Tuner hat dann auch das Backup von eurem originalen File, was natürlich wichtig ist. Und im Prinzip haben wir es ja schon mal gezeigt, aber das Ganze sitzt jetzt hier unter dem originalen Luftfilterkasten. Der muss jetzt dafür ausgebaut werden und dann kommt man da eigentlich auch relativ entspannt mit dem Tool bzw. mit dem Kabel, was wir brauchen, hin. Wichtig jetzt nochmal an der Stelle, wir haben das Ganze auf der Basis entwickelt, dass das Ganze mit dem Autotuner-Tool funktioniert. Es gibt ja verschiedene Flash-Tools, B-Flash zum Beispiel, Autotuner, CAS, CMD, da gibt es unzählige am Markt. Aber bei uns ist es halt so, oder wir haben das, weil Autotuner das meist verbreitete Flash-Tool ist, haben wir jetzt quasi die App, die Software bzw. ja, den Unlock so geschrieben, dass sozusagen man mit Autotuner vorher diesen Bench-Unlock gemacht haben muss, damit dann im Prinzip das Flashen mit der App
aufs Getriebesteuergerät reibungslos funktioniert. Genau, also achtet darauf, wenn ihr jetzt einen Tuner anschreibt und sagt, hey, ich hätte gerne einen Unlock von meinem Getriebesteuergerät, dass er auch wirklich das Autotuner-Tool verwendet. Und am besten seht ihr das auch, wenn nicht, dass er sagt, ja, ja, mache ich euch und dann ist es nämlich ein anderes Tool, weil das hatten wir leider in der Vergangenheit schon. Dann haben die Kunden bei einem Tuner dafür Geld bezahlt, dass sie den Unlock bekommen. Dann war das aber ein anderes Tool, was einfach eine andere Machart des Unlocks hat, die dann aber wiederum nicht kompatibel mit der App ist. Und deswegen achtet einfach bitte darauf, dass der Tuner das mit Autotuner macht. Genau, ich baue das jetzt einfach kurz auseinander. Wir nehmen euch da jetzt einfach mal mit. Genau, also es ist eigentlich an sich keine schwere Sache. Ich sprühe jetzt hier nur ein bisschen WD-40 auf diesen Gummipropfen, wo dann die Ansaugung mit drin ist, damit ich die im Endeffekt gleich relativ easy rausbekomme. Die Schelle muss ich hier aufmachen am Schlauch, aber das ist auch relativ entspannt. Die ist jetzt schon offen, dann kann ich den nämlich gleich abziehen hier hinten. So, der ist auch schon ab. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch hier den Kasten und da muss man ein bisschen anziehen einfach. Den Schlauch machen wir auch schon mal ab hier, oder brauchen wir eigentlich gar nicht, schauen wir mal. Und da hinten ist noch einer, den sprühe ich auch noch kurz ein bisschen mit WD-40 ein, damit der einfach leichter runter geht. Ein bisschen geschmeidig geschmiert, würde ich sagen. So, und dann ist der Kasten auch schon draußen. Na, jetzt hänge ich hier noch am Motorsteuergerät. So, genau. Dann legen wir den einfach mal kurz zur Seite, weil ich habe jetzt hier diesen Schlauch nicht abgemacht. Gut, jetzt kann ich noch mal kurz ein Licht holen, damit ihr das seht, was der Sache ist. Genau, der Marc kann ja mal kurz reinleuchten. Also ihr seht jetzt hier unten den Stecker, ich hoffe, sieht man es auf dem Video, hier unten. Den muss ich jetzt einfach aufmachen und da setze ich jetzt quasi von dem Tool denselben Stecker ein. Das ist dann sozusagen, ist man direkt am Getriebesteuergerät drauf und kann dann im sogenannten Bench-Modus eben das Getriebesteuergerät anlocken. Genau, dazu hole ich jetzt meinen PC, das Tool, also den Autotuner, und dann geht es eigentlich direkt rein in den Getriebe-Unlock. Und wenn der dann fertig ist, was jetzt sage ich noch ein paar Minuten dauert, so 10, 15 Minuten, bis wir fertig sind, mindestens, dann kann ich nachher mit der App reingehen und dann können wir die TCU flashen. Genau, was wir davor tatsächlich noch machen, der braucht noch einen ECU-Unlock. Das kann man aber alles mit der App und dem Adapter ganz machen. Das ist aber der allererste initiale Flash. Der dauert hier bei dem Auto so circa 7 bis 8 Minuten. Dafür werden wir auch noch ein Ladegerät ranhängen, weil es wie gesagt der allererste Flash ist. Die Batterie ist hier in dem Fall aber in einem sehr guten Zustand. Trotzdem empfehle ich immer beim allerersten Flash bitte ein Ladegerät verwenden, dass euch einfach nicht die Spannung abkackt während des Flashs, weil das kann natürlich zu irreparablen Schäden am Steuergerät führen. Und dann wird die ganze Geschichte ziemlich teuer, weil da muss das Auto ein neues Steuergerät bekommen. Also ich mache jetzt hier nichts anderes, dass ich einfach diesen Stecker hier aufmache. Zack, das war's schon. Der hat so eine Entriegelung. Dann kann man den easy peasy hier Popelarbeit, aber man kommt super gut dran. Genau, den lege ich jetzt einfach runter. Jetzt kommt der hier quasi einfach drauf. Da muss man einfach nur ein bisschen darauf achten, dass ihr den halt schön draufsetzt, nicht mit Gewalt. Gut, ihr macht es ja sowieso nicht, das macht der Tuner. Aber da kann man im Endeffekt auch nicht viel falsch machen. Der wird dann da einfach drauf geschoben und dann gibt es da wieder diese Verriegelung, dass der halt greift. Autotuner habe ich hier jetzt auch liegen. Der ist angeschlossen. So, jetzt haben wir hier das Getriebe ausgewählt und letzten Endes, was ich jetzt einfach nur kurz mache, ist, dass ich eben den Unlock noch mache. Also, jetzt geht's weiter. Und zwar habe ich jetzt das richtige Getriebesteuergerät ausgewählt. Das ist das DQ381, das 7-Gang DSG. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, einfach den OBD-Entsperrungspatch durchlaufen zu lassen. Das machen wir jetzt. Das sichert der macht erst ein Backup von der Software, die aktuell auf dem Steuergerät drauf ist. Und dann spielt er eben den OBD-Patch drauf, sodass wir nachher dann mit der App Getriebesoftware auch aufs Getriebesteuergerät flashen können. Das ist jetzt das ganze Hexenwerk. Das dauert jetzt ungefähr 10 Minuten. Dann ist das Ding fertig. Dann kann ich alles wieder zusammenbauen. Und dann sehen wir uns gleich im Auto wieder, wo wir dann den ersten Flash zusammen machen. Gut, jetzt sitzen wir im Auto. Batterieladegerät habe ich schon dran gehängt und aktiviert. Das ist, wie gesagt, beim ersten Flash besonders wichtig, damit eben da wirklich die Spannung nicht abbricht. Genau, wir haben jetzt letzten Endes ja den TCU-Unlock haben wir ja schon durchgeführt, also den OBD-Entsperrungspatch.
Jetzt können wir das Fahrzeug komplett flashen, also ECU, genauso wie halt das Getriebesteuergerät auch. Und braucht ihr jetzt natürlich hier nur den NGM OBD-Adapter und natürlich die NGM-App auf eurem Handy, egal ob Android oder iOS-Basis. Genau, den stecke ich jetzt einfach mal ein. Der blinkt dann und macht einen Piepton, das hört man eigentlich ganz gut. Dann aktiviere ich noch natürlich die Zündung, weil die brauchen wir auch, um eben aufs Fahrzeug zugreifen zu können. Ich mache jetzt hier auch mal ganz kurz die Bildschirmaufnahme an, damit wir jetzt nicht zwingend das iPhone filmen müssen. Genau, dann verbinde ich mich mit dem Fahrzeug und habe dann, nachdem er sich mit dem Fahrzeug verbunden hat, das dauert ein paar Sekunden, weil er quasi die Steuergeräte sucht und abprüft. Und dann habe ich natürlich hier jetzt die Auswahl von den beiden Steuergeräten, Motorsteuergerät sowie eben auch das Getriebesteuergerät. Wir fangen jetzt einfach mal an, weil es länger dauert, mit dem Motorsteuergerät. Und da haben wir jetzt hier zur Auswahl bei dem Fahrzeug einmal das ist der originale Pfeil, dann haben wir hier auch eine Stage 1 mit bis zu 390 PS und 500 Newtonmeter und in der Stage 2 bis zu 440 PS und 570 Newtonmeter. Genau, ich gehe jetzt erstmal, das machen wir nachher, wir haben natürlich hier eine Reihe an Konfigurationen, das ist ja das, was die App letzten Endes auch ausmacht, die ganzen Optionen, die ihr nachher dann flashen könnt. Wir machen jetzt aber einmal erst, ohne jetzt irgendwas einzustellen, das könnt ihr natürlich gleich von vornherein machen, wir gehen jetzt aber trotzdem einfach mal erstmal drauf und machen den Unlock mit der Seriensoftware sogar, also gehen erstmal nicht auf die Stage 1, weil wir wollen bei dem Fahrzeug natürlich noch eine 100-200 Messung machen mit der originalen Software und erst dann werden wir, wenn wir die 100-200 Messung gemacht haben, die Stage mit einer Konfiguration drauf spielen, damit wir dann da eben auch nochmal zur Referenz die 100-200 Messung machen. Gut. Ja, wir haben ja jetzt ein Batterieladegerät dran. Das heißt, ich muss jetzt hier zwingend auch nicht alle Verbraucher ausstellen, weil wir haben natürlich jetzt die Spannung anliegen. Nichtsdestotrotz kann man das natürlich trotzdem machen, dass man hier einfach mal auf Off geht, vor allem die Klimaanlage ausmacht, speziell wenn ihr kein Ladegerät habt, was ich nicht empfehle, aber die meisten machen es ohne Ladegerät. Und dann ist es halt wichtig, dass ihr zumindest alle Verbraucher im Auto abstellt, damit die nicht noch zusätzlich Spannung ziehen. Gut, dann genau, gehe ich hier rein. Wähle alles aus. Ich meine, ich kenne mich jetzt natürlich mit der App aus. Die ganzen Hinweise bitte immer beachten. Das ist ganz, ganz wichtig. Die auch wirklich sorgfältig durchlesen. Und wir flashen jetzt mal hier das Motorsteuergerät. Motorhaube ist offen. Genau, und dann geht es jetzt hier weiter. Und das dauert jetzt circa, wie ich schon gesagt habe, so zwischen 7 und 9 Minuten. Genau, wir lassen das Ganze jetzt einfach hier mal in Ruhe durchlaufen. Wichtig, das sage ich jetzt vielleicht noch 2, 3 kleine Hinweise. Bitte mit dem Telefon nichts anderes machen. Es steht zwar auch nochmal hier, leider ist Lesen immer so eine Sache. Ich sage es deswegen auch nochmal hier im Video. Bitte mit dem Telefon wirklich nichts machen, keine Anrufe annehmen. Einfach das Telefon hier im Auto liegen lassen. Auch mit dem Telefon nicht bitte außen rumlaufen oder so, sondern lasst es im Auto liegen. Am besten hier in der Mittelkonsole. Der Bildschirm geht auch nicht aus, solange der Flash eben läuft. Genau, den Adapter natürlich auch nicht rausziehen. Ihr habt jetzt schon gesehen oder gehört vor allem, dass hier die ganzen Fehlermeldungen kommen. Ganz normal, weil eben die Kommunikation, beziehungsweise ja, im Prinzip ist die ECU ja erstmal weg und die anderen Steuergeräte melden natürlich dann, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Und das ist ganz normal, dass da die ganzen Fehler kommen. Die werden wiederum dann auch gelöscht, wenn dann das Fahrzeug fertig geflasht wurde und ihr die Zündung danach einmal ausgemacht habt. Und das betone ich jetzt hier auch nochmal. Bitte nach dem Flash immer die Zündung einmal ausmachen und dann das Fahrzeug erst starten. So, jetzt sind wir mehr oder weniger am Ende des Flashes angekommen. Jetzt seht ihr hier gleich noch, dass er nochmal kurz die Steuergeräte identifiziert, beziehungsweise, ja, das ist der Nachlauf sozusagen nach dem Flash. Da kommt jetzt gleich noch so ein grünes Zeichen. Das bitte dann auch immer einmal abwarten, bevor ihr die Zündung ausmacht. Das seht ihr jetzt gleich. Müsst jetzt, genau, jetzt hier, please wait while we rescanning the ECU. So, das dauert dann noch ein paar Sekunden und könnt ihr jetzt ist der Flash soweit fertig, einmal die Zündung ausmachen und dann das Fahrzeug auch mal starten. Und wie ihr sehen könnt, springt er sofort an. Genau, Fehler sind auch weg. Klar, er fängt es an zu piepen, weil Türen offen sind. Genau, jetzt haben wir erfolgreich die ECU geflasht. Wir haben jetzt hier im Prinzip nichts gemacht, außer den Unlock drauf geflasht, dass wir nachher nur noch die Parametrisierung flashen müssen. Das ist dann ein sogenannter kurzer Flash. Der dauert dann mit den Geräten so ca. 40 bis 50 Sekunden ungefähr, je nachdem wie gut euer Internet ist. Und dafür braucht ihr dann auch nicht zwingend mehr ein Ladegerät, wenn eure Batterie in einem guten Zustand ist, weil das, wie gesagt, dann nur noch eine kurze Dauer ist. Der war jetzt natürlich deutlich länger, der Flash. Machen wir jetzt gleich noch die
die TCU, aber als allererstes, weil wir wollen natürlich mit einem Stockauto die 100-200 Messung fahren, werde ich jetzt alleine mit einer kleinen Kamera das kurz abfilmen, wie wir eine 100-200 Zeit fahren. Und dann haben wir da zumindest schon mal den Serienwert. Ich schätze mal, dass das Auto, ja, was wird das Auto Serie fahren? Ich schätze mal, wir werden eine hohe 11er Zeit fahren, vielleicht sogar eine 12,2, 12,3. Wir haben heute halt auch schon wieder 26 Grad. Der Ladeluftkühler bei den Autos ist leider nicht so geil, deswegen ist auch das erste Bauteil mit den Ansaugung, was man unbedingt tauschen muss. Und ich bin mal selbst gespannt, was der jetzt für eine Zeit fährt, 100-200. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach der 100-200 Messung wieder, weil wir dann nochmal die Konfiguration abändern und aber auch noch das Getriebe zusammen das allererste Mal flashen. Gut, jetzt haben wir mal den Golf R aufgehoben. Jetzt wollte ich euch mal kurz ein paar Sachen zeigen. Ist immer ganz nett, wenn man natürlich die Möglichkeit hat. Zeigen wir euch jetzt mal, was hier serienmäßig verbaut ist. Wir haben jetzt hier natürlich Serie eine Akrapovic, den kann man natürlich auch ohne Akrapovic bestellen. Das ist immer die Frage, also wenn man gebraucht so ein Auto kauft, würde ich darauf achten, dass er vielleicht echt eine Akra hat, weil die Anlage ist als solches echt eine richtig, richtig geile Anlage. Es ist OEM und die macht auch klanglich bei dem Auto echt was aus. So, wir fangen jetzt einfach mal hinten an. Beziehungsweise vorne, weil wir wollen natürlich hier mal euch ein bisschen zeigen. Also wir haben jetzt hier beim Golf 8R tatsächlich oben natürlich einen richtig fetten Cut. Das Schöne ist aber bei den 8ers, egal ob jetzt das ein 8er GTI oder 8er R ist, die haben vom Korpus her eine sehr, sehr große Fläche, was den Cut betrifft. Natürlich ist das ein Keramik-Cut und der hat auch, glaube ich, 800 Monolithen oder also mindestens 600, aber ich glaube sogar eher 800. Ist das schon ein ganz schöner Kolossus, aber dadurch, dass der so eine gute Anströmung hat und der halt auch so eine große Fläche hat, also die sind deutlich größer wie bei den 7er GTIs noch, habt ihr hier eigentlich gar nicht so schnell das Limit erreicht. Also selbst mit einer Stage 1 und auch mit einer guten oder normalen Stage 2, sage ich jetzt mal, habt ihr da noch nicht das Problem, dass das Ding übermäßig anfängt zu stopfen. Also klar, alles, was da mit Upgrade da ist und so weiter und so fort. Und selbst in der Stage 2 Plus nenne ich es jetzt einfach, wenn die OPFs draußen sind und oben ein anderer Cut drin sitzt, habt ihr natürlich trotzdem nochmal ein gewisses Leistungsplus. Aber in Relation ist der Sprit deutlich wichtiger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich will die maximale Leistung haben, dann muss man sowieso 102 Oktan tanken bei den Autos. Und dann ist es auch so, dass, sage ich mal, der OPF und der Cut gar nicht mehr so krass ins Gewicht fallen. Also klar, wenn ihr die dann rauswerft plus die 102, dann habt ihr bestimmt so 460, wahrscheinlich sogar 465 PS mit einem Serien-Turbolader. Das denke ich, ist auf jeden Fall machbar. Aber das sind halt dann auch nur 15 PS in Anführungszeichen mehr, wie wenn der OPF drin bleibt. Weil wir haben hier auf dem Prüfstand schon zig Male gemessen, dass die Autos 447, 443, je nachdem ein paar PS hin und her, kommt auch immer auf die Umgebungstemperaturen an, aber das machen die auf jeden Fall konstant. Genau, wir haben halt beim Golf 8R natürlich einen 4WD, also Vierradantrieb. Deshalb ist auch das Thema mit den 2 OPFs so, weil natürlich da drüber die Kardanwelle läuft und bei den Frontlinern, also beim Clubsport zum Beispiel, was ja identisch derselbe Motor ist, habt ihr nur einen dicken Waschel hier unten drin und bei den 4WD-Motoren habt ihr natürlich immer das aufgesplittet auf links und rechts jeweils ein OPF, dann halt hier wieder die Abgase, wo sie aufgesplittet werden, hier werden sie wieder zurückgeführt, hier habt ihr die ganzen Druck- und Temperatursensoren und dann ist es halt hier geil wirklich, die Acra hat kein MSD, bedeutet, ihr habt im Endeffekt nur noch hinten den Endschalldämpfer, der Klappe auf, eine minimale Restdämpfung hat, glaube ich bin mir nicht mal mit zu 100% sicher. Auf jeden Fall hört sich das Auto Klappe offen super geil an und das ist natürlich auch geil. Ihr könnt mit der App, zeigen wir euch nachher, die klappen ja im Race-Modus oder halt im Sportmodus, je nachdem. Hier bei dem, der heißt es Race-Modus, soweit ich mich jetzt, ich hoffe, ich liege richtig. Und dann sind die Klappen da halt auch zu 100% offen. Und das ist mit der Acra-Anlage, das hören wir nachher auch im Video, schon ein Riesenunterschied. Hört sich richtig knackig an. Plus das Knallen, was das Auto ja Serie auch schon ein bisschen hat. Zeigen wir euch nachher auch nochmal Serie zu NGM-App den Unterschied. Also wir filmen einmal die Burbles in Serie und dann aber auch einmal mit der App verstärkt. Da habt ihr natürlich die ganzen Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt ja, gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein, haben wir ja schon zigmal gemacht, aber ihr könnt das Knallen ja so einstellen, wie ihr es haben wollt und das ist ja das, was auch bei der App so hammergeil ist. Nee, wollte das euch nochmal kurz zeigen. Also wir haben jetzt zwar einen relativ, in Anführungszeichen, dünnen Durchmesser, aber das reicht natürlich völlig aus. Das sind hier in dem Fall 65 mm Rohrdurchmesser. Damit könnt ihr auf jeden Fall auch eine gute Leistung abführen. Hier wird das Rohr halt aufgrund der Achse dann nochmal ein bisschen platt gedrückt.
Ihr habt natürlich auch eine komplette Titanabgasanlage. Also das ist alles Titan, das sieht man auch ganz gut anhand der Schweißnähte. Ja, schon geschmeidig. Also nicht nur, dass der Endschalldämpfer aus Titan ist, sondern das Rohr hinten aus. Beim RS38Y zum Beispiel, werden wir auch bald auf der Bühne haben, mit einer Acra, ist das ganze Rohr hier Edelstahl und nur der Endschalldämpfer ist aus Titan. Aber ja, wie gesagt, Akrapovic ist schon was Feines. Ich meine, die Endrohre sehen ja auch richtig schnieke aus. Und ich würde sagen, das soll es jetzt auch erstmal von dem Unteraufbau gewesen sein. Dann fahre ich jetzt die Messung eben 100, 200 und dann sehen wir uns gleich wieder mit der App, wo ich euch dann ein paar Sachen zeige, die wir konfigurieren. Jo! So, ich bin jetzt gerade die 100-200 Messung gefahren mit Serienleistung. Man muss halt dazu sagen, wir haben jetzt hier knapp 11 Uhr und haben schon 30 Grad Außentemperatur. Das ist natürlich wirklich alles andere als optimal. Vor allem das Fahrzeug hat weder eine Ansaugung noch einen Ladeluftkühler verbaut. Das limitiert hier sicherlich auch schon in der Serie. Wir haben zwar 102 Oktan im Tank, was wiederum gut ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich hier auch, wir sind hier auf knapp 500 Höhenmetern. Das macht halt den Umgebungsdruck auch richtig schlecht. Bin ich mir 100% sicher, dass der ein oder andere Kunde oben im Norden bei vielleicht 10 Grad locker 0,4, 0,5 Sekunden schneller ist mit seinem Auto. Das Ganze wird sich jetzt natürlich auch auf die Stage auswirken. Das zieht sich jetzt durch wie ein Rattenschwanz. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier mal das Getriebe flashen, die Stage 2 drauf flashen. Dann auch die Motorsoftware, die Stage 1 drauf flashen. Das machen wir jetzt schön zusammen. Und dann nochmal eine 100-200 Messung als Referenzmessung machen, damit wir einfach sehen, wie viel schneller das Auto ist. Wenn man jetzt natürlich, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ja, 10 Grad Außentemperatur hätte und man, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und man wäre hier auf mehr oder weniger Meeresspiegelniveau, dann würde die Karre halt locker mal fast wahrscheinlich 0,7, 0,8 Sekunden schneller sein wie jetzt. Wir haben natürlich auch einen vollen Tank. Der hat gute Ausstattung, Schiebedach und so weiter und so fort. Das spielt alles bei 100, 200 Zeiten eine mega Rolle. Wie schwer sind die Räder und so weiter und so fort. Deswegen gehen wir jetzt trotzdem rein und flashen hier die Stage 2. Ich habe die Zündung im Auto schon angemacht. Ich stehe jetzt zwar hier neben dem Auto, Motorhaube ist auch schon entriegelt. Genau. Und ja, dann drücke ich jetzt hier mal auf Flash und wir flashen mal die Stage 2 drauf. Aufs Getriebe. Genau, sind jetzt hier schon bei 12%. Das Getriebe geht immer richtig zügig. Ich habe natürlich den Unlock vorher schon gemacht. Das habt ihr ja gesehen. Dann ist das Getriebe auch mehr oder weniger in 20 bis 40 Sekunden durch. Und danach machen wir dann noch die Stage 1 erstmal ohne Konfigurationen drauf. Einfach nur Leistungssteigerung. Damit werde ich dann nochmal die 100-200 Messung fahren. Und dann geht es über in die Soundfiles, wo wir dann dem Golf R nochmal ein bisschen das Knallen verlängern und leicht verstärken. Klappen im Race-Modus komplett öffnen bei der Acra, ist ja auch nochmal ein riesen Unterschied. Dann hört ihr da auch nochmal, wie sich das zur Serie anhört. Aber man muss schon dazu sagen, die Acra, also das Schubknallen in der Serie ist schon verdammt laut. Man kann es natürlich etwas länger machen und natürlich nochmal einen Ticken erhöhen. Wobei mir persönlich das schon in der Serie sehr gut gefällt. Aber das ist natürlich eine 100%ige Geschmackssache und deshalb habt ihr die Möglichkeit mit der NGM-App das genau auf eure individuellen Bedürfnisse einzustellen. So, Getriebe ist schon durchgelaufen. Wir machen jetzt noch kurz einmal Motor. Genau, mache ich nochmal einmal die Zündung an. Und dann flashen wir jetzt noch einmal die ECU, würde ich sagen. Da gehen wir jetzt, wie gesagt, ohne Konfiguration in die Stage 1 rein. Flashen die auch eben. So, das läuft auch jetzt durch. Da sind wir jetzt auch ja, innerhalb von 40 bis 50 Sekunden durchgelaufen. Und dann werde ich gleich jetzt nochmal die Messung fahren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach der 100-200 Messung wieder mit Soundfiles von Originalzustand. Also Crackles Original, also Pop & Banks Original hat der ja schon. Plus Acra natürlich, Klappen im Race-Modus noch nicht auf 100% offen gesetzt. Schauen wir uns das mal an, wie sich das anhört. Und dann gehen wir rein in die Knalloption. Das zeige ich euch natürlich danach auch nochmal in der App. Genau. Wenn ihr jetzt natürlich wirklich eine Step-by-Step-Anleitung haben wollt, was die NGM-App alles zu bieten hat bei dem Auto, dann checkt mal oben rechts auf jeden Fall das Video vom Golf 8 GTI Clubsport ab, weil das Fahrzeug hat
100% denselben Motor und auch natürlich alle Optionen sind gleich. Das Einzige, was der Golf 8R anders hat, ist die Klappenabgasanlage ab Werk. Bedeutet, die könnt ihr natürlich auch mit der App steuern. Das geht beim Golf 8 GTI Clubsport nicht, weil der natürlich serienmäßig keine Abgasklappen hat. Das ist der einzige Unterschied und in dem Video sind auch alle Optionen wirklich Step by Step erklärt, genau im Detail. Das werden wir jetzt hier in dem Video nicht machen, weil das einfach den Rahmen sprengt. Dafür eben, wie gesagt, oben rechts das Golf 8 GTI Clubsport Video anschauen, falls ihr da Bock drauf habt. Gut, jetzt sitzt ihr im Auto. Ich blende euch jetzt ein, wie das Fahrzeug sich im Serienzustand anhört. Also der hat ja Serie im Race-Modus auch schon ein bisschen knallen aktiv. Genau, das hört ihr jetzt. Wir haben uns jetzt schon mit dem Auto verbunden. Ich mache jetzt hier eine Bildschirmaufnahme, damit ihr wieder seht, was sich jetzt konkret ändert. Also wir sind jetzt hier in den Einstellungen, gehen jetzt mal hier rein, können jetzt hier die Start-Stopp, setzen wir mal auf Last Mode. Dann ist quasi immer das, womit ihr das Fahrzeug abstellt. Wenn ihr ihn wieder anmacht, bleibt ihr quasi in diesem Modus. Jetzt hier die umfangreichste Variante mit dem Crackles. Genau, der Emotionsstart, da gehe ich jetzt auch mal ganz kurz drauf ein. Der ist jetzt bei dem Fahrzeug zwar auch schon implementiert, aber nicht das, was wir final haben wollen. Also aktuell ist es so, wenn ihr den Emotionsstart aktiviert, dann startet er mit einer höheren Drehzahl, aber er knallt noch nicht beim Starten. Also er startet einfach mit einer höheren Drehzahl und fällt dann sofort wieder ab. Von daher werden wir da aber auch noch in Zukunft einen richtigen Emotionsstart, so wie das die Facelift-Modelle ja auch haben oder zum Beispiel der RS38Y, der ist ja quasi, wenn man ihn startet und eine Temperatur hat, der ist ja dann quasi einmal hinten rausknallt oder ein-, zweimal. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier rein in die Länge vom Knallen. Da setzen wir uns einfach mal auf 1,75 Sekunden, was schon, also ihr habt die Möglichkeit von 0,5 bis 3 Sekunden. Machen wir mal 1,75 und Lautstärke will ich es mal gar nicht so krass laut machen. Also man könnte hier natürlich bis, ich glaube 6 waren es oder 7. 7. Also man hat von 1 bis 7 unterschiedliche Einstellmöglichkeiten. Also 7 Punkte quasi, die man einstellen kann. Wir gehen jetzt mal einfach auf 4. Um euch einfach mal zu zeigen, das ist ein Ticken lauter wie Serie, aber noch nicht extrem. Und dann geben wir mal Startdrehzahl, Enddrehzahl, lassen wir so wie es ist. Dann lassen wir das Setting einfach mal so. Für uns jetzt noch relevant ist, wir wollen den Drehzahlbegrenzer bei 4000 oder 3750 Umdrehungen ist das bei dem Auto aufheben. Das ist ja quasi im Stand so hoch ref, wie man es halt haben will. Und das Allerwichtigste bei der Acra merkt man den Unterschied brutal, dass wir im Race-Modus die Klappe jetzt nicht nur im Stand, sondern halt auch generell während der Fahrt offen haben. Ja, jetzt nur mal ganz kurz die anderen Sachen, die spielen jetzt für uns hier gerade keine Rolle. VMAX ist natürlich eher selbsterklärend. Hardware-Modifikation, da könnte ich noch angeben, wenn das Fahrzeug, da können wir mal kurz reingehen, Intercooler Inlet Downpipe verbaut hat, ist hier aber alles Serie, also interessiert mich das jetzt hier in dem Fall auch nicht. Hab Leute mich verklickt. Genau, und jetzt hier noch den Typ von Benzin, den wir fahren. Wenn ihr es deaktiviert lasst, ist es 98 Oktan. Unsere Maps, also vor allem die Stages, also die originale Software, könnt ihr natürlich auch mit 95 Oktan fahren, was ich trotzdem nicht empfehlen würde. Speziell, wenn es draußen so heiß ist, tut ihr eurem Motor einfach einen Gefallen, wenn ihr gutes Benzin tankt. Wir haben jetzt hier 102 am Tank, das kann man natürlich noch auswählen. Und dann haben wir eigentlich soweit alles konfiguriert. Da müsst ihr zurückgehen und natürlich, um das auf das Steuergerät zu flashen, müssen wir jetzt die Stage nochmal flashen. Genau, also wir haben hier vorne schon die Stage 1 drauf geflasht. Die flashen wir jetzt natürlich nochmal, damit wir dann die Sachen, die wir jetzt noch abgeändert haben, auch aufs Steuergerät aufbringen können. Und dann zeigen wir euch jetzt gleich, wenn der Flash durchgelaufen ist, wie sich das Ganze von draußen anhört. Wir sitzen wieder im Auto. Wir werden jetzt noch auf unsere Teststrecke fahren, um euch jetzt natürlich auch im Fahrmodus, also wenn wir fahren, natürlich das Knallen zeigen. Das ist ja auch immer wichtig. Genau, also ihr habt jetzt gerade schon mal den Unterschied gehört. Das war jetzt Stufe 4, haben wir im Video gezeigt, von 7 verfügbaren Lautstärken. Also man könnte noch durchaus lauter gehen, wobei ich das halt, bei der Acra braucht man es einfach nicht. Die Acra ist halt so top. Vom Durchmesser her auch nicht größer wie Serie, dadurch knallt es halt richtig crazy, also so richtig. Man hört auch hier, irgendwas stimmt mit dem Fahrwerk nicht ganz. Hörst du das? Die ganze Zeit. Also irgendwie entweder ist das Domlager kaputt oder irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht, weil der vorne links die ganze Zeit solche Geräusche macht. Egal, auf jeden Fall denke ich, man hat da schon krass den Unterschied gehört.
Je höher ihr ihn natürlich dreht, desto lauter wird das Pop and Bangs natürlich auch. Und man hat jetzt, denke ich mal, da auch den Unterschied zwischen der Länge gehört. Also Serie ist es sehr, sehr kurz eingestellt. Ich glaube, das sind so 0,5 bis 0,75 Sekunden. Wir haben jetzt natürlich auf 1,75 gestellt. Das heißt, der knallt natürlich deutlich länger wie in der Serie. Das Schöne ist, wie ihr es ja vorhin in der App gesehen habt, ihr könnt es halt so einstellen, wie ihr da Bock drauf habt. Von 0,5 bis 3 Sekunden, alles möglich. Lautstärke natürlich auch dementsprechend anpassbar. Bei der Serienabgasanlage wird das Ganze natürlich etwas mehr gedämpft als wie bei der Acra. Das sage ich einfach gleich mal vorneweg. Aber nichtsdestotrotz hört man das richtig, richtig gut, den Unterschied. Und das macht mich wahnsinnig. Also da kriege ich einen richtigen Hänger. Ich verstehe auch immer nicht. Es ist immer beim Golf so. Bei Golfs, keine Ahnung, beim Fahrwerkeinbau. Also wir haben es nicht eingebaut. Mal davon abgesehen, dass ich keine Schuldzuweisung machen will. Aber hörst du das? Kennt sich schon ungesondert. Also keine Ahnung, was das ist, aber vorhin mit dem Auto 200 gefahren, Halleluja. War aber schon von Anfang an so. Also ich bin ins Auto eingestiegen, habe die erste Fahrt gemacht und dann knarzt es da so. Ja, das ist Dom. Das ist da, wo der Dämpfer oben reingeht. Das ist ziemlich sicher das Domlagerdefekt. Das ist ein Standardthema bei den Golfs. Na gut. Deswegen immer neue Domlager mitmachen, wenn ihr ein Fahrwerk einbaut. Das Auto hat eigentlich erst 43.000 Kilometer, aber das ist meine Empfehlung an euch. Spart da nicht am falschen Ende, weil sonst muss das Ding komplett wieder rausgerupft werden. Wenn ihr ein Fahrwerk einbaut, man hört es jetzt hier so krass deutlich, dann, oh, da ist der viel los, oder? Steht dann ein Auto? Ja, wurscht, schauen wir mal. Dann bitte baut euch neue Domlager ein, damit ihr einfach lange auch Spaß habt. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, eine Sache vielleicht noch. Ich hatte es vorhin zwar schon mal kurz erwähnt, also die 100-200 Zeiten sind natürlich hier mit vollem Tank mehr oder weniger gewesen. Plus 33 Grad aktuell, das waren glaube ich 31 Grad bei der Messung. Und natürlich auch 500 Höhenmetern, also ja, Bedingungen, Umgebungsdruck natürlich auch sehr schlecht für Leistungsmessungen bzw. 100-200 Zeiten. Ist es so, wie es ist. Man braucht sich da auch, ich will ja jetzt auch nichts schönreden. Wie gesagt, die Serienzeit hat man ja auch gesehen. Effektiv ist das Auto 1,8 Sekunden schneller von also von Serienleistung auf Stage 1. Wir geben ja hier bei dem Auto ohne Hardware-Modifikation 390 PS an und 500 Newtonmeter. Das wird er auch jetzt mit der Zeit ungefähr, kommt das schon hin, wird er das auch gemacht haben. Vielleicht hat er hier in dem Fall jetzt 10 PS rausgeregelt, weil es einfach so brutal heiß ist. Und der Ladekühler ist ja hier in der Serie. Ich habe auch 2, 3 Runs hintereinander gemacht, dann wird das Ding halt auch brutal heiß. Also der zieht ja halt dann auch auf jeden Fall Leistung weg. Ist aber auch gut so, wollen wir auch. Und von daher werden wir jetzt hier nochmal die Straße hoch und runter fahren, euch die erste Variante zeigen, die wir vorhin schon im Stand gemacht haben, geflasht haben. Da flashen wir jetzt nicht um. Und danach werden wir noch einmal umflashen und nochmal, ja, vielleicht gehen wir noch eine Stufe runter, würde ich sagen, oder hoch. Ich schaue mal, was wir machen. Und dann zeigen wir euch dann natürlich nochmal eine andere Variante. Ich würde es nochmal ein bisschen kürzer gerne einstellen, auf 0,75 Sekunden vielleicht, damit ihr das auch nochmal gehört habt. Und vielleicht von der Intensität her nochmal eine Stufe weiter hoch, dass ihr das auch nochmal wahrgenommen habt. Genau, aber wie gesagt, ihr habt da ja alle Einstellmöglichkeiten. Wir zeigen es nachher nochmal kurz. Und ja, dann hört ihr euch jetzt erstmal den Golf 8R von draußen an. Läuft! Ohne Zündung läuft gar nichts. Da findet er nämlich keine Steuergeräte, Mensch Meier. Also, wir gehen jetzt hier ins Motorsteuergerät rein. Werde jetzt hier nochmal einfach ein anderes Setting machen, tatsächlich. Ich werde hier einfach jetzt nochmal in die Crackles reingehen und möchte die Duration, also die Länge, auf 0,75, also um eine Sekunde reduzieren, wie es jetzt war. Und dann gehen wir hier tatsächlich nochmal um eine Lautstärke nach oben auf 5. Ist aber schon echt wild. Also 4 war auch, finde ich, jetzt schon ganz schön krass tatsächlich. Schon auch ein Ticken lauter wie Serie. Ja, wir machen jetzt einmal 5 zu Demonstrationszwecken. Wir haben hier originalen OPF, originale also Downpipe verbaut. Da würde ich es auf Dauer einfach nicht übertreiben, aber 5 könntet ihr schon fahren, vor allem wenn ihr die Duration auf 0,75 habt, dann wird da auch auf lange Sicht nichts gehen. Wir haben einige Kunden, die fahren schon seit zigtausend Kilometern auf Vollgas. Ja, würde ich halt auf Vollgas die ganze Zeit und am besten 3 Sekunden.
dann kann unter Umständen natürlich der Cut kaputt gehen. Das heißt, natürlich wird es nicht auf einmal passieren, sofort, wenn ihr es einmal macht, aber auf Dauer gesehen kann das natürlich schon zu einem Cut-Schaden führen. Ihr braucht euch da auch nicht um den Motor irgendwie Sorgen machen oder sowas. Das erste Bauteil, was bei sowas immer kaputt geht, ist der originale Keramik-Cut. Genau. Gut, dann haben wir da die Einstellung gesetzt. Den Rest lassen wir so, wie es ist. Ich gehe jetzt nur noch mal hier die Klappe aufmachen. Genau, und der Rest ist jetzt erstmal für das Video jetzt hier tatsächlich nicht so relevant. Genau, jetzt warte ich noch, bis der Download stattgefunden hat. Das dauert noch mal ein paar Sekunden. Und dann flashen wir hier nochmal die Variante. Dann habt ihr hier mal 2 Variationen gesehen. So, ist fertig geflasht. Wieder ganz wichtig, einmal die Zündung ausmachen. Dann könnt ihr das Auto starten. Und jetzt machen wir noch die Soundaufnahme von draußen für die Variation 2. Variante 2. Ja, das soll es auch vom Golf 8R erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir können leider nicht bei allen Autos immer diese 100-200 Messungen machen. Das spielt einfach eine Rolle in dem Sinne, wie viel Zeit wir auch mit dem Auto haben. Vielen Dank auch nochmal hier an den Kunden, der uns das Auto zur Verfügung gestellt hat. Wir konnten heute wirklich, haben ausreichend Zeit gehabt, alles zu zeigen und auch abzudrehen. Ich denke mal, das hat man jetzt im Video auch gemerkt. Wir versuchen das natürlich eigentlich bei allen Autos so in der Form zu machen, ist aber halt immer nicht möglich. Autobahn war heute Gott sei Dank auch ein Stück frei, dass ich das machen konnte. Ist leider auch in der Regel immer, die A8 ist immer rappelvoll. Das heißt, mit den Messungen ist es halt immer ein bisschen schwierig. Aber man hatte natürlich heute auch, wie ich schon betont hatte, mit den Bedingungen ein bisschen die Probleme. Egal, wir haben trotzdem 2 Messungen gemacht. Und ja, falls ihr ein Auto habt, was wir als NGM auch mit der App unterstützen, aber noch kein Video hier verfügbar ist, meldet euch gerne per Instagram oder per E-Mail. Dann, wenn ihr aus der Umgebung kommt, also am besten halt nicht jetzt 6 Stunden weg. Wir sitzen hier bei Bruckmühle in Rosenheim. Wenn ihr jetzt da eine Anfahrt habt von 1 Stunde oder sowas, dann schreibt uns gerne an. Unser Ziel ist es wirklich, jedes Auto, was wir mit der App anbieten, hier auf dem YouTube-Kanal eben ein Video hochzuladen, wo man im Prinzip sieht, was wir mit der NGM-App alles an dem Fahrzeug machen können. Ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal eine schöne Woche. Ciao, ciao.